Nach dem Sturm der vergangenen Nacht wachte der Mann auf und ging in seinen Hinterhof, um den mit Laub bedeckten Swimmingpool zu reinigen. Die Luft war noch feucht, die Kälte, die in seine Finger sickerte, ließ ihn leicht erschauern. Als er sich bückte, um die Blätter aus dem Wasser zu schöpfen, schnappte er plötzlich überrascht nach Luft, als er sah, was er sah. In einer Ecke des Sees trieb ein kleines Wesen, dessen schwarz-dunkelgraues Fell vor Nässe an seinem Körper klebte. Er trat näher und erkannte, dass es ein kleines, schwaches Kaninchenbaby war. Wahrscheinlich ist es letzte Nacht versehentlich in den See gefallen, als es stark regnete und der Wind stark wehte. Der ganze Körper des Tieres war durchnässt, es lag regungslos da, seine Augen waren weit geöffnet und es sah ihn an, ohne zu blinzeln, sein Blick war seltsam still. Als der Mann sah, dass es noch lebte, nahm er schnell das Netz und zog das kleine Tier vorsichtig aus dem kalten Wasser. Er wickelte es in ein weiches Handtuch und trocknete sein nasses Fell. Der Körper des Kaninchens war so kalt, dass es fast steif war und keine Kraft hatte, sich zu wehren. Nur seine kleine Nase schnüffelte gelegentlich leicht als Zeichen seines zerbrechlichen Lebens. Er brachte es ins Haus, bereitete eine kleine Ecke mit einer dicken Matratze und einer warmen Decke vor und half dem Tier dann vorsichtig mit einem Trockner, seine Körpertemperatur wieder zu erlangen. Ungefähr eine Stunde später begann das Kaninchen zu reagieren. Ihre winzigen Beine zitterten, als ihre Augen allmählich wacher wurden. Zuerst schien es verängstigt zu sein, aber dann beruhigte es sich durch das Gefühl der Sicherheit, das ihm die Wärme und die Hände des Mannes gaben. In den folgenden Tagen gewöhnte sich das Kaninchen schnell an sein neues Leben im menschlichen Zuhause. Es begann, Streicheleinheiten und frisches Gemüse zu genießen und erkundete mit Freude das ganze Haus. Bald wurde es dem Mann so nahe wie ein Freund. Er kletterte oft in sein Bett und legte sich ausgestreckt auf den Teppich im Wohnzimmer. Die Verschmitztheit und Völlerei des Kaninchens brachte die ganze Familie zum Lachen. Mit jedem Tag wurde es größer und nach nur einem Jahr war aus dem winzigen Wesen, das gerade in meiner Handfläche geboren worden war, ein über 12 Kilogramm schweres Tier geworden, das zu einem echten Riesenkaninchen wurde. Sein Fell ist flauschig und glatt, seine langen Ohren hängen anmutig herab. Wer das Haus besichtigt, wird beim Anblick überrascht sein, groß, freundlich und überaus schön ist es. Der Mann hätte nie erwartet, dass aus dem kleinen Geschöpf, das er an diesem kalten Morgen aufgelesen hatte, ein so großer und besonderer Begleiter werden würde. Doch egal, wie sich das Kaninchen verändert, für ihn und seine Familie wird es immer ein wertvolles Mitglied und ein unverzichtbarer Teil dieses liebevollen Zuhauses sein. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Video bis zum Ende anzuschauen. Wenn Sie es interessant finden, vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.